Herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. Heute zeige ich euch mal, wie ihr Videos einsenden könnt. Das ist gar nicht mal so schwer. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link www.dashcamdelivery.net. Wenn ihr auf diesen Link kommt, ihr auf diese Seite. Auf dieser Seite müsst ihr euch erst anmelden. Ich bin hier schon angemeldet, deswegen kann ich das euch jetzt gerade nicht zeigen. Da meldet ihr euch an. Das könnt ihr ganz einfach mit eurer E-Mail-Adresse tun. Wenn dies geschehen ist, kommt bei euch Dashboard, Video-Upload, Videos und Channels. Wenn ihr zum Beispiel bei mir was einsenden möchtet, geht ihr erstmal auf Channels. Da könnt ihr nämlich zeigen, welche Kanalzuweisung ihr habt. Das heißt, wenn ihr da nichts drin steht, werden die Videos auf alle Creator, die in diesem Programm mitmachen, aufgeteilt. Wenn ihr aber nur einen bestimmten Kanal zuweisen möchtet, drückt ihr hier oben auf Erstellen. Dann wählt ihr hier unter Channel den passenden Dashcam-Kanal. In diesem Fall PA Dashcam. Den wählt ihr dann hier. Dann könnt ihr auswählen, wie hoch die Quote ist. Also ob da nur 10 Videos, 100 Videos, 1000 Videos, was auch immer. Da könnt ihr eine gewisse Zahl eingeben. Wenn ihr zum Beispiel mal testweise. Das ist jetzt fiktiv. Und dann drückt ihr auf Erstellen. Dann könnt ihr hier sehen, wie viele Videos ihr pro Woche an diesen Kanal schickt, welcher YouTube-Kanal das ist, so in dem Fall mein Kanal. Wenn ihr hier drauf geht, kommt ihr sofort auf den Dashcam-Kanal von mir. Und wie viel pro Woche halt eingesetzt. Ihr könnt das natürlich bearbeiten, ihr könnt mehrere Kanäle hinzufügen, das funktioniert einfach ganz simpel. Wenn ihr das gemacht habt, oder auch anderen Kanal, egal, dann geht ihr auf Video-Upload. Da drückt ihr dann drauf. Und hier kommen wir zum wichtigen Teil, zum Video einsenden. Hier oben könnt ihr eure Dateien ablegen oder auswählen. Dort könnt ihr zum Beispiel vom Computer eine Datei nehmen. Hinweisfelder. Die Zeitfelder werden automatisch freigeschaltet, sobald ein Video freigegeben wurde oder hochgeladen wurde. Das heißt, ihr könnt hier einstellen, von wo bis wo der wichtige Teil ist, den ihr gerne einsenden möchtet. Zum Beispiel von Sekunde 0 bis Sekunde 30 oder von Sekunde 10 bis 20. Das könnt ihr dann alles einstellen. Hier unten drunter könnt ihr noch eine Notiz schreiben. Zum Beispiel, ihr möchtet keinen Ton haben. Also bei meinem Kanal ist es sowieso so, dass die Mikrofondaten, die aufgenommen werden, sowieso automatisch gelöscht werden. Also ich möchte das nicht im Video haben. Außer es gibt mal Hupen oder so, dann schneide ich nur den Part mit Hupen rein. Das ist ganz wichtig für euch zum Hochladen. Dann könnt ihr die Bundle-ID eingeben, zum Beispiel, wenn ihr mehrere Videos hochladet, zum Beispiel vorne und hinten, die einzeln hochlädt und hier eine Bundle-ID, zum Beispiel diese hier eingebt und im nächsten Video die gleiche eingebt, dann weiß die Software, die Videos gehören zusammen und werden zusammen auch weitergegeben. Dann habt ihr hier die Rolle. Da könnt ihr auswählen zwischen Frontkamera und die hintere Kamera. Da könnt ihr dann uns angeben, ist es zum Beispiel die Frontkamera oder ist es nur die Rückkamera, wo das Wichtige zu sehen ist. Und dann geht ihr einfach auf Upload. Dann erscheinen die Videos bei euch hier im Videofenster. Dann könnt ihr es einmal anschauen nochmal, dann den Videotitel könnt ihr euch anschauen, welches Bundle, die Dauer, Upload und ob das schon verwendet wurde oder nicht. Weil wir können nämlich auch auswählen, wenn zum Beispiel Videos nicht haben wollen, können wir sie zurückgeben und dann wird es an einem anderen Kanal weitergeleitet. Das war mal die kurze Erklärung von Dashcam Delivery. Wenn euch sowas freut und ihr wieder mehr Videos sehen wollt, könnt ihr mir gerne was einschicken. Abonniert gerne, liked diesen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns zum nächsten Großvideo wieder. Bis dahin, Servus und Ciao, euer PA Dashcam. Tschüss!